Was hören wir eigentlich? Was hören wir, wenn wir am Motorrad sitzen? Heute sprechen wir über das Thema Geräuschentwicklung am Motorrad in der Serie Motorradtechnik im Detail. Und wie immer, wenn ich mich so technisch informieren möchte, in einer wirklich breiten, facettenreichen Umgebung, da gehe ich in die KTM Motorhall nach Mattighofen und kommt mit auf eine interessante Reise in dieses Thema. Beim Fahren möchte ich möglichst viel von meinem Motorrad hören, aber nicht das, was ich nicht hören will. Das klingt jetzt auch wieder komisch, allerdings ist es auch irgendwie klar. Also ich möchte nichts von Wind hören, ich möchte keine Verwirbelung hören, ich möchte dafür aber meinen Motor hören. Und ich mag es auch, wenn zum Beispiel Nebengeräusche noch dabei sind, wenn ich jetzt Ansauggeräusch höre, wenn ich irgendwie bei manchen Motoren zwitschert es dann so, bei manchen Motoren heult es richtig beim Ansaugen. Das ist einfach schön und es gibt allerdings dann natürlich auch immer so Störgeräusche. Also ich möchte jetzt nichts Mechanisches vom Motor mitbekommen. Ich möchte nicht, dass da irgendwas rau läuft oder malt oder tickert, klackert. Ich möchte, dass es mechanisch rund läuft und möchte den Verbrennungssound eigentlich nur hören. Wenn ich am Motorrad fahre, ist mir eigentlich doch Ansauggeräusch und ein bisschen Auspuff am liebsten. Aber wenn es nach mir gehen würde, würde es mir reichen, wenn ich den Sound habe. Also wir sind ja immer wieder jetzt in der Debatte wegen Motorradlärm und so. Also mir würde es reichen, wenn ich irgendwas Geräusch hätte. Das ist schöner, das könnte auch ein bisschen lauter sein. Aber wenn sie rumliegen, die anderen Leute gar nicht hören, also weiß ich, so eine Art Elektromotorrad mit Soundmodulator in den Helm, wäre ich schon glücklich, weil den Sound will ich bei mir haben. Mir ist wurscht, ob es ein Autofahrer hinter mir hört oder die Nachbarin, wenn ich losfahre in der Früh. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche das Ansauggeräusch, Motorengeräusch, das will ich nur bei mir haben. Ja, also wenn ich mit einem Verbrennermotorrad unterwegs bin, dann will ich tatsächlich auch einen gewissen Auspuff-Sound hören. Die heutigen Motorräder schaffen es das gut, den Sound eher dem Fahrer nahe zu bringen als der Außenwelt, was ich sehr schätze und gut finde. Das Ansauggeräusch finde ich halt aber auch sehr wichtig und wenn das so schön schnorchelt, ich will es schon unbedingt hören. Es muss nicht endlos laut sein, das stört mich ja dann selber ab einer gewissen Lautstärke, aber ich will es schon hören. Ich möchte wahnsinnig gern hören, dass das jetzt satt und tief so dahin fährt, dass sie, wenn ich am Kurvenausgang richtig das Gas aufmache, dass sie wirklich brüllt. Das ist mir wichtig. Das brauche ich. Was ich irrsinnig hasse, ist, wenn irgendwas mitvibriert. Also keine Ahnung, irgendein Verkleidungsteil, dass das so mitscheppert, das hasse ich. Und was hasse ich noch für Geräusche? Also so klappernde, scheppernde Geräusche, das... Ja. Und was zum Beispiel auch ganz grauslich ist, ist so ein durchschlagendes Fahrwerk. Das ist also ein Geräusch, das will ich nicht. Abgesehen davon, dass du das spürst, nicht, aber das ist grauslich. Ja, hören möchte ich den Motor in Zusammenhang mit der Gashand, um zu wissen, was passiert. Was ich nicht hören möchte, sind Störgeräusche, Klappern, Tickern, Ketten, Rasseln etc. Ne? Das gehört eliminiert. Von der genauen Definition her bedeutet es Noise, Vibration und Harshness. Das heißt Geräusch, Vibrationen und Rauigkeit. Das muss man wieder genauer erklären. Beim Geräusch sprechen wir vom Luftschall. Das ist wirklich der hörbare Bereich von Definition 20 bis 20 Kilohertz. Gibt's auch, je nach Alter kann auch nur bis 16 Kilohertz gehen, was man dann wirklich hört. Und die Vibrationen, da spricht man vom Körperschall. Das heißt, das ist, was die Struktur praktisch an Energie in sich trägt und man mit zum Beispiel Beschleunigungssensoren messen kann. Und was man auch mitkriegt, jetzt über die Kontaktfläche von Gesäß, Hände und Füße, und das wird dann eigentlich beschrieben dann aus der Rauigkeit, und da kann man den Frequenzbereich einbinden oder einschränken mit 10 bis 30 Hertz startend und dann bis 300 bzw. 350 Hertz.
Also in der Motorradgeräuschentwicklung beschäftigen wir uns mit sehr vielen Störgeräuschen, um die zu detektieren, aber auch um die gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Das sind die zwei Hauptpunkte, die wir durchführen. Zusätzlich kommt noch Körperschall dazu, also nicht nur Luftschall, sondern auch Körperschallmessungen. Da geht es auch viel um Vibrationen, um die Rückmeldung auch vom Fahrzeug und die Verbindung praktisch zwischen Fahrzeug und Fahrer. Es gibt unterschiedliche Störgeräusche, unterschiedlichen Frequenzen. Typisches Störgeräusch wäre, wenn etwas klappert, eine Verkleidung klappert zum Beispiel, oder wenn ich eine Rückmeldung bekomme von der Bremse, das wäre Bremsenquietschen, das wäre höher frequenter, oder auch tieffrequente Anregung, die ich als störend empfinden kann, wo wir wieder bei der Verkleidung sind oder bei gewissen Anbauteilen. Wir unterscheiden grundsätzlich so, ich sage, die erste Grenze bei 500 Hertz bis 1000 Hertz, wo wir tieffrequente Anregung unterscheiden und auch Töne unterscheiden. Und über 1 Kilohertz, also über 1000 Hertz, würde man von höheren Frequenzen sprechen. Das wäre zum Beispiel ein Bremsenquietschen, aber auch direkt am Motor. Beispielsweise kann ein Kupplungsdeckel auch einen Frequenzbereich von 2 Kilohertz abstrahlen. Ja, also wir beziehen es dann auch auf den Fahrer und der kriegt ein Ohrmikrofon. Es gibt In-Ohr-Mikrofone, also kleine Mikrofone, die im Ohr sind, wird ein Helm aufgesetzt und damit wird dann eine Messung reingefahren. Ja, also es gibt die Prüfverfahren, die zu jedem Prototypenstand gemacht werden. Also jeder Prototypenstand wird eine Geräuschmessung gemacht, eine Außengeräuschmessung auf dem Vorbeifahrtsgelände und da stehen 2 Mikrofone. Das Fahrzeug wird da beschleunigt durchgefahren und dann gibt es der zweite Teil von der Prüfung, ist eine Konstantfahrt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 50 km/h. Das ganze Fahrzeug muss eine Beschleunigung erreichen, die vorgegeben ist über Leistung und Gewicht und den Maximalwert, der da nicht überschritten werden darf. Im Motorradbereich ist eine gewisse Art von Rückmeldung vom Fahrzeug durchaus gewünscht. Das heißt, die Rückmeldung in Form von Körperschall, das heißt Vibrationen. Man muss sich jedoch dann im Klaren sein, wo das dann als störend bewertet wird. Das ist vor allem, wenn die Vibrationen am Lenker so stark werden, dass man zum Beispiel den Spiegel nicht mehr funktionell verwenden kann. Oder dass man dann eben Themen bekommt, weil diese Vibrationsbelastung zu groß ist über eine längere Distanz. Da wird dann diese Rückmeldung eigentlich oder diese Verbindung zum Motor dann als störend empfunden. Dasselbe gilt für den Fußraster oder auch für die Sitzbank. Für die Quellenortung haben wir einen Akustikrollenprüfstand. Das heißt, wir haben da Freifeldbedingungen unter gewissen Voraussetzungen. Und das ist einmal die Grundlage für unsere Untersuchungen, um diese Geräusche lokalisieren zu können. Und um dann wirklich messtechnisch genau diese Baugruppe zu isolieren und dann auch zu bestätigen, dass genau von dieser Baugruppe der Frequenzbereich oder die Einzelfrequenz abgestrahlt wird und auch hörbar ist, verwenden wir verschiedene Instrumente. Wir haben Nahfeldsonden, sogenannte Schnüffelsonde haben wir auch, um das einzugrenzen. Oft ist es einfach ein Mikrofon, beziehungsweise mit dementsprechenden Filtern, um schon bekannte Frequenzen dann wirklich einem Bauteil zuzuordnen. Wo man wirklich dann sagen kann, man hat ein Störgeräusch eliminiert, ist das beste Beispiel das Bremsenquietschen. Ich habe zuerst einen hochfrequenten Ton, zum Beispiel bei 6 Kilohertz, kann das am Prüfstand oder im Feld nachstellen, gibt dann meine Abstellmaßnahme, das sind zum Beispiel Shims, also verschiedene aufgebaute Layer, die was ich dann, um diese Frequenz praktisch dann zu unterdrücken, hinzufüge. Und im Endeffekt ist dann der Nachweis, dass es wirklich eliminiert worden ist oder gedämpft worden ist, dass wir bei demselben Arbeitspunkt die Prüfung wiederholen und dann das Geräusch nicht mehr in dieser Intensität vorkommt und zusätzlich, wenn wir es wieder
aktivieren, das heißt den Schirm wieder hinausgeben praktisch aus der Bremsanlage, dann kommt das Geräusch wieder. Das ist der beste Nachweis, dass dieses Geräusch abgestellt zu haben. Andere Themen sind, ein anderes Beispiel wäre ein Kupplungsdeckel, dass man sagt, man hat verschiedene Varianten, misst im Nahfeldbereich, das ist in der Regel so 15 cm Entfernung, hat man ein Mikrofon positioniert und sieht dann, wie dieser Pegel praktisch abgesunken ist und nicht mehr relevant ist oder überhaupt halt verschoben ist in einen anderen Frequenzbereich. Ja, bei den Vibrationen hängt es sehr vom Motortyp ab. Also bei so einem großvolumigen V2 zum Beispiel finde ich es schön, wenn die Vibrationen so mit diesem Bass, mit dem Sound vom Motorrad zusammenspielen. Wenn ich jetzt aber einen Vierzylinder zum Beispiel habe, der so ganz sanft vibriert, da freue ich mich eigentlich, wenn das eher wenig vibriert. Also wenn ich vom Motor, von dieser Vibration weniger mitbekomme. Und ja, deswegen kann ich das gar nicht so genau definieren. Also irgendwie will ich immer was an Vibrationsfeedback haben, aber mal mehr, mal weniger. Ja, Vibrationen möchte ich ehrlich gesagt möglichst wenige haben. Ich meine, klar, wenn ich einen Einzylinder habe, dann erwarte ich natürlich, dass das ein bisschen mehr vibriert. Stichwort Einzylinder muss ich doch sagen, dass ich es schade finde, dass die jetzt so kultiviert wurden. Ich bin mal alte 620 DU gefahren, orges Motorrad, und die hat halt noch richtig gescheppert an der Ampel. Da hat sich alles locker geschüttelt, da hast jede Schraube nach 500 Kilometer festdrehen müssen. Das war halt doch eine sehr emotionale Vibration. Aber es war halt auch anstrengend. Also jede Ausfahrt mit der war anstrengend. Du warst immer danach ziemlich fertig, weil die Vibrationen, die erschöpfen dich halt. Weshalb ich schon sagen muss, je weniger Vibrationen, desto besser. Das Öl hat ja eine dämpfende Wirkung auch im Motor. Also allein die Flüssigkeit an sich nimmt ja Geräusche auf, unterbricht Frequenzen, die entstehen können, weil halt ein anderes Medium dann dazwischen kommt. Und das Öl auf der anderen Seite hat natürlich auch die physikalische Eigenschaft, dass es da, wo Kipphebel oder Nockenwellen aufeinandertreffen, natürlich ein Film dazwischen liegt, sodass nicht Metall auf Metall schlägt, sondern eben auch der Ölfilm dazwischen ist. Und je nach Stärke dieses Ölfilms hast du natürlich auch eine unterschiedliche Geräuschentwicklung oder Dämpfung. Also es gibt da unterschiedliche Geräuschquellen. Also wir haben zum einen Spaltströmungen. In Spaltströmungen haben wir sehr hochfrequente Geräusche. Und also wenn man sich beispielsweise gerade zwischen Windschild und der oberen Verkleidung gibt es immer wieder Spalte. Und da könnte es zu einer Geräuschentwicklung kommen. Andererseits sind gerade niedriger frequentere Geräusche entstehen auch bei der Umströmung des Windschilds. Die löst natürlich an der oberen Kante oder auch an der Seite des Windschilds, wo das Windschild aufhört, löst die Strömung ab. Und dadurch haben wir eine periodische Ablösung der Strömung. Und durch diese periodische Ablösung der Strömung, je nachdem wie hoch die Frequenz ist, kann es auch zu einer Geräuschentwicklung kommen. Das ist in der Serienentwicklung ein sehr großes Thema. Gerade im Tourer-Bereich oder im Enduro-Bereich. Dann, wenn man, sage ich mal, Premium-Fahrzeuge entwickeln möchte, dann möchte der Käufer natürlich auch am Ende wirklich ein optimales Fahrzeug haben, wenn er sich draufsetzt. Und da spielt gerade die Geräuschentwicklung um die vordere Partie des Motorrads, also gerade auch im Windschildbereich, eine sehr große Rolle. Und dazu schauen wir uns wirklich auch die Geräuschentwicklung im Bereich des Fahrerhelms an. Das heißt, wir können uns sozusagen in der Simulation können wir sehen, bei verschiedenen Windschildvarianten zum Beispiel ist die Geräuschentwicklung im Bereich des Fahrersitzes größer oder geringer. Und dann mit etwas Aufwand kann man natürlich auch identifizieren, wo kommt dieses Geräusch dann her. Also kommt es wirklich vom Windschild oder kommt es von der vorderen Partie. Und dazu sind auch gerade die Simulationen ein wichtiges Werkzeug, um solche Geräuschquellen zu identifizieren. Also es gibt ja nicht nur die mechanischen Geräusche, sondern auch Windgeräusche. Die Windgeräusche spielen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit eine große Rolle. Eine typische Kenngröße, die was wir so angeben, ist ab 80 km/h, Geschwindigkeit vom Motorrad, wirken dann diese Windgeräusche stärker, beziehungsweise die Windkraft dann dominanter und steigt dann dementsprechend mit der Geschwindigkeit an. Das heißt, sie dominiert dann auch
die eigentliche Geräusche, die was ich hören möchte, das wäre das Motorgeräusch, wird dann nach und nach verdrängt, vor allem wenn man auf die Position vom Fahrer denkt, und das Windgeräusch wird dominanter. Um solche Windgeräusche messen zu können, wird ein Windkanal verwendet. Wir haben intern keinen Windkanal, wir haben einen Akustik-Rollenprüfstand, aber für diese externen Messungen wird ein Windkanal in Köln verwendet. Also um diese Windgeräusche dann beeinflussen zu können, gibt es einige Möglichkeiten. Man ist natürlich begrenzt jetzt im Vergleich zum Pkw. Das Motorrad schaut dementsprechend anders aus, auch von den Strömungswiderständen. Und eine Methode ist halt das Windschild, oder wäre das Windschild, ist dann halt oft ein optisches Thema. Aber vor allem, wenn der Fahrer jetzt längere Touren fährt, ist das Windschild eine sinnvolle Option, um die Windgeräusche bei gewissen Arbeitspunkten zu minimieren. Was dann auch nicht unwesentlich ist, dass man die Möglichkeit hat, dieses Windschild wieder zu verstellen, weil das Windschild bzw. die Windkräfte dann sehr abhängig sind von der Position vom Fahrer bzw. vom Helm. Also komischerweise ist es so, dass das Thema Geräusch für mich mit zunehmendem Alter sensibler wird. Und komischerweise ist es nicht das Motorgeräusch, das mir die meisten Kopfzerbrechen bereitet, sondern tatsächlich das Windgeräusch am Helm. Und da wäre ich immer sensibler und ich war früher mal ganz großer Naked-Bike-Fan und die Naked-Bikes sind bei mir tatsächlich in der Gunst etwas nach unten gerutscht und sind durch die Reiseendurance ersetzt worden, schlicht und ergreifend wegen einem besseren Windschutz, weil ich dieses Gedröhne und Geballere am Helm mit zunehmendem Alter immer weniger ertragen habe. Also ist es ein ganz relevantes Geräusch für mich im Sattel, ist dieses Windding. Und was auch noch etwas ist, was ich mir wünschen würde, dass da Augenmerk drauf gelegt wird, wären all diese kleinen Begleitgeräusche, Surren, Klackern, Scheppern, also da wünsche ich mir eine aufgeräumte, klare Geräuschkulisse, die mir einfach, wie soll ich sagen, von einer Achtsamkeit mir ermöglicht, dass ich mehr von der Natur wahrnehme und weniger von der Kette, weniger vom Luftfilter oder irgendwelche Dinge. Wenn ich da ein leises Lebenszeichen, das Ding unter mir wahrnehme, ist es voll in Ordnung und den Rest möchte ich von der Umgebung hören, weil für mich die Umgebung beim Motorradfahren unglaublich wichtig ist. Es ist das Motorrad okay, dass der Motor da lebt und was tut, das ist eine Komponente, aber die Umgebung ist für mich als Motorradfahrer auch wahnsinnig wichtig, dass ich tatsächlich in der Lage wäre, da irgendwo noch einen Vogel zwitschern zu hören. Das ist ja was unglaublich Schönes, weil im Auto hörst du das nicht. Da hörst du die Nachrichten an, da denkst du ans nächste Meeting und im Motorrad könnte ich dieses Vöglein zwitschern hören, wenn ich da durch die Landschaft gleite. Das wäre was Bereicherndes oder ist was Bereicherndes. Wenn man jetzt wirklich ein älteres Motorrad fährt und man hat keine Möglichkeit jetzt in der Windschild zu justieren, das dann immer perfekt da abgestimmt ist mit den Windgeräuschen, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man schaut, dass man es wirklich direkt am Ohr oder direkt mit dem Helm kompensiert. Das ist einerseits ein guter Helm, der was nicht nur von der Funktion her gut ist, sondern auch von dem Dämpfen, vom Schalldruckpegel. Und auch zusätzlich, da gibt es einige Produkte schon, die was dann sinnvoll sind, dass man eine Art Cancelling macht und dadurch die Nebengeräusche reduziert. Bezogen auf die Reifen muss man sagen, beim Motorrad spielt das noch nicht so eine große Rolle, weil es das Fahrbahngeräusch, bzw. das Abrollgeräusch vom Reifen auf der Fahrbahn ist jetzt nicht so dominierend wie beim Pkw oder beim Lkw. Einzige Ausnahme ist derzeit der Enduro-Reifen, weil der sehr wohl auch pegelbestimmend oder den Pegel beeinflussen kann.
aufgrund seiner Struktur und aufgrund der Funktion, was er eigentlich erfüllen muss. Und das ist ja nicht der Asphalt, sondern auch das Gelände. Und da kann es durchaus vorkommen, dass wir uns da Gedanken machen müssen wegen dem Reifenprofil. Aber das ist, wie gesagt, spielt noch eine untergeordnete Rolle in der Entwicklung. Wenn ich mir wünschen könnte, wie das perfekte Motorrad im hörbaren Bereich klingen kann oder sollte, dann würde ich mir wünschen, dass ich primär nur die Motorgeräusche höre und auch bei jedem Vorgang, den ich als Fahrer einleite, sei es Beschleunigung, sei es Verzögerung, eine direkte Rückmeldung, auch akustisch, vom Fahrzeug bekomme. Das ist sozusagen von meiner Sicht her das Optimum aus Fahrerbetrachtung und aus meiner persönlichen Betrachtung. Ja, danke fürs Dranbleiben, danke für euer Interesse an unserer Serie Motorradtechnik im Detail, danke fürs Interesse hier am Thema Geräuschentwicklung am Motorrad und ich mache jetzt eine kleine Pause. Ich hoffe, ich habe sie mir verdient, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unserer Serie. Daumen rauf, würde uns sehr freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder auf 1000 Best TV bei der nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail. Bis dann, tschüss.